In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, automatisch ein Bollinger-Benz Einstiegssignal und einen Filter für den MACD-Oszillator in MetaTrader 5 zu handeln. Beide Indikatoren sind sehr beliebt und können kombiniert werden, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen, die mit diesem eigenständigen Expert Advisor automatisch gehandelt werden können. Schauen wir uns also an, wie man das in MQL 5 macht. Bitte öffnen Sie den Meta-Editor. Wir beginnen mit der Erstellung eines neuen Expert Advisors, indem wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage klicken. Fahren wir fort mit der Include-Funktion, um die Datei trade.mqh einzubinden, die mit MQL 5 geliefert wird. Sie bietet vereinfachte Handelsfunktionen und wir erstellen eine Instanz der Klasse cTrade, um sie nutzen zu können. Anschließend binden wir zwei Dateien für das Einstiegs- und das Filtersignal ein. Die erste ist für die Bollinger Bands und wird uns ein Handelssignal liefern. Die zweite ist für den MACD und wird uns ein Filtersignal liefern. Beide Dateien wurden bereits als separate Module programmiert, so dass sie auch für andere Expert Advisors verwendet werden können. Wenn Sie Zeit und Mühe sparen möchten, können Sie zu mql5tutorial.com gehen, wo Sie den Premium-Kurs und eine Menge vorprogrammierte Quellcode-Dateien im Store finden. Im nächsten Schritt müssen wir den Ask-Preis und den Bid-Preis berechnen. Dies können Sie mit der Funktion Symbolinfodouble für das aktuelle Symbol im Chart tun. Wir verwenden Symbol-Ask zur Berechnung des Ask-Kurses und Symbol-Bid zur Berechnung des Bid-Kurses. Mit Normalize Double und Underscore Digits können wir die Anzahl der Ziffern hinter dem Punkt berechnen. Je nach Währungspaar können das 3 oder 5 Ziffern sein. Mit MQL Rates erstellen wir eine Array für Preise, genannt PriceInfo. Innerhalb der Funktion onTick verwenden wir Array Setters Series, um unser Preisarray von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Dann können wir Copy Rates verwenden, um unser Preisarray mit Daten zu füllen. Wir tun dies für das aktuelle Symbol und den aktuell ausgewählten Zeitraum auf unserem Chart, beginnend bei Kerze 0. Für 3 Kerzen und speichern das Ergebnis in unserem PriceInfo-Array. Lassen Sie uns nun den aktuellen Preis berechnen, indem wir den Schlusskurs der Kerze 0 in unserem PriceInfo-Array betrachten. Wir erstellen eine Textvariable für das Handelssignal und rufen die Funktion CheckEntryBollinger auf, um zu prüfen, ob ein Kauf- oder Verkaufssignal vorliegt. Dasselbe tun wir für eine weitere Textvariable namens Filter und rufen die Funktion CheckEntryMid auf, um das Filtersignal zu erhalten. Wenn das Handelssignal und der Filter beide ein Kaufsignal liefern und wir keine offenen Positionen haben, möchten wir Trade.Buy verwenden, um 10 Mikrolot zu kaufen. Im anderen Fall, wenn sowohl das Handelssignal als auch der Filter ein Verkaufssignal liefern, verwenden wir Trade.Sell, um 10 Mikrolot zu verkaufen. Schließlich verwenden wir die Anweisung Comment, um das Handelssignal und den Filter auf unserem Chart auszugeben. Drücken Sie F7, um den Code zu kompilieren. Wenn das ohne Fehler funktioniert, können Sie mit der Taste F4 zum MetaTrader zurückkehren. Okay, wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie jetzt einen funktionierenden Standalone Expert Advisor für das Bollinger-Benz-Signal und den MACD-Filter haben. Sie können einen Strategietest wie diesen durchführen, indem Sie in MetaTrader 5 die Tasten STRG und R drücken. Wenn Sie Ihre Handelsergebnisse verbessern möchten, finden Sie den Premium-Kurs und weitere Quellcodes auf mql5tutorial.de und in unserem Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.